Hallo liebe Häkelfreunde, willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir diesen schicken Poncho und ich wünsche euch viel Freude beim Nacharbeiten. Hallo liebe Häkelfreunde, ich häkle mit euch gemeinsam heute einen schönen Poncho. Dazu nehme ich die Loli Soft von Gründel und eine Häkelnadel Nummer 5. Ich starte mit einer Anfangsschlinge und häkle 73 Luftmaschen. Ich habe jetzt 5 gemacht und wenn ihr 73 Luftmaschen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 73 Luftmaschen locker gehäkelt, mache einen Umschlag und mache in die 4. Luftmasche von der Nadel aus gesehen ein Stäbchen. Wir haben jetzt also schon 2 Stäbchen und wir brauchen 71 Stäbchen, also einfach in jede Luftmasche ein Stäbchen häkeln. Und ihr müsstet 71 Stäbchen erhalten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 71 Stäbchen gehäkelt und wende meine Arbeit. Beginne mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in das nächste Stäbchen. Häkle jetzt eine Noppe, also ein Umschlag um das Stäbchen herum, einmal den Faden durchholen, ein Umschlag, ein zweites Mal durchholen, ein Umschlag und ein drittes Mal durchholen. Alle gemeinsam abmaschen. Eine Luftmasche, 2 Stäbchen auslassen und ein Stäbchen. Und wieder eine Noppe, ein Umschlag, Faden um das Stäbchen herum, durchholen, einmal, zweimal, ein drittes Mal, alle gemeinsam abmaschen, eine Luftmasche. 2 Stäbchen auslassen, ein Stäbchen häkeln. Ein Umschlag, um das Stäbchen herumstechen, den Faden durchholen, einmal, zweimal und dreimal. Alle gemeinsam abmaschen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen auslassen und in das dritte Stäbchen, das kommt ein Stäbchen. So sieht das Ganze aus und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen. Häkle jetzt noch die letzte Noppe. Eine Luftmasche. Und das letzte Stäbchen auf die 3. Luftmasche des Beginns. Das Ganze sieht jetzt so aus und es haben sich bei mir 23 Noppen ergeben. Und wir wenden unsere Arbeit. Beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln in diese erste Lücke noch 2 Stäbchen.
1, 2. Also 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke und häkeln in die nächste Lücke 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und in jede Lücke 3 Stäbchen. Immer 3 Stäbchen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt in jede Lücke 3 Stäbchen gehäkelt. Das Ganze sieht jetzt so aus und das ergibt jetzt 69 Stäbchen bis hierher und wir brauchen wieder unsere 71. Das heißt, in die letzte Lücke häkeln wir nur 2 Stäbchen. Das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder auf diese 71 Stäbchen kommen. Jetzt wenden wir unsere Arbeit, beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Also es müssen wieder 71 Stäbchen sein. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also eine Reihe Stäbchen gehäkelt. Das letzte Stäbchen kommt immer auf die 3. Luftmasche der Vorrunde. Also wieder 71 Stäbchen. Wir wenden wieder und häkeln noch eine Reihe Stäbchen und da sehen wir uns dann wieder. Also es beginnt immer gleich mit 3 Luftmaschen und auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt nach dieser Noppenreihe, also 3 Reihen mit Stäbchen gehäkelt und häkle jetzt wieder eine Noppenreihe. Ich begleite euch jetzt noch für 2 Reihen, weil das ist jetzt immer gleich. Also ich starte mit 3 Luftmaschen, einem Stäbchen auf das nächste Stäbchen, häkle eine Noppe, 1, 2, 3, eine Luftmasche, lasse 2 Stäbchen aus und häkle in das 3., das da kommt, ein Stäbchen, wieder eine Noppe, eine Luftmasche, 2 Stäbchen auslassen und so weiter. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin also auch hier beinahe am Ende der Reihe angekommen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich mache mein letztes Stäbchen wieder in die 3. Luftmasche der Vorreihe. Wende meine Arbeit wieder und beginne nun wieder mit dieser Stäbchenreihe. Also 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die erste Lücke, in jede weitere Lücke 3 Stäbchen, immer 3 Stäbchen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen und nicht vergessen, immer bei dieser ersten Stäbchenreihe nach den Noppen in die letzte Lücke nur 2 Stäbchen machen, damit wir wieder auf unsere 71 Stäbchen kommen. Wenn ihr eine andere, also als breiter zum Beispiel, braucht, dann müsst ihr immer
3 Maschen mehr oder weniger nehmen, je nachdem. Mein Teil hat jetzt ungefähr eine Breite von 51 cm und wir brauchen eine Länge von 1,40 Meter. Und wie gesagt, das Muster geht jetzt immer gleich weiter. Jetzt kommen noch 2 Stäbchen rein, dann wieder eine Noppenreihe und wieder 3 Stäbchen rein und so weiter und so fort. Und wenn ihr 140 cm gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 140 cm gehäkelt, habe das jetzt so zusammengelegt, damit ihr das ganze Teil sehen könnt. Also so zusammengelegt habe ich jetzt circa 70 cm und die Höhe ist circa 50 cm und ich habe geendet mit einer Noppenreihe und dann noch einer Reihe Stäbchen, nämlich so, wie wir auch begonnen haben, dass das auf beiden Seiten gleich aussieht. Auf einen Zentimeter mehr oder weniger kommt es hier nicht an. Ich würde ebenfalls so enden, also mit einer Noppenreihe und dann noch einer Reihe Stäbchen. Den Faden verwenden wir gleich weiter und häkeln jetzt den unteren Rand des Poncho. Dazu beginne ich mit 3 Luftmaschen und häkle in diese erste Lücke noch 2 Stäbchen hinein und häkle dann in jede Lücke, die da kommt, also in jedes Stäbchen, 2 Stäbchen. Einfach in jedes Stäbchen 2 Stäbchen und wir sehen uns am anderen Ende des Poncho wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin jetzt auf der anderen Seite des Poncho angekommen. Habe also die ganze Kante hier behäkelt. Häkle auch in diese letzte Lücke, genau wie am Anfang, 3 Stäbchen hinein. Und sonst habe ich überall 2 Stäbchen in jede Lücke gehäkelt. Ich wende, beginne mit 3 Luftmaschen und häkle jetzt in diese Lücken, die hier sichtbar sind, jeweils 2 Stäbchen hinein. Keine Luftmaschen dazwischen, einfach 2 Stäbchen in jede dieser Lücken. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Das Ganze sieht so aus. So einfach in jede Lücke 2 Stäbchen. Bis dann. In diese letzte Lücke arbeite ich genau wie ich es am Anfang der Reihe gemacht habe, nur ein Stäbchen. Wende meine Arbeit, beginne mit 3 Luftmaschen und häkle jetzt in diese erste Lücke 2 Stäbchen, so dass wir hier wieder 3 haben, genau wie in dieser Reihe, und häkle wieder in jede Lücke 2 Stäbchen. Überspringe also immer 2 und häkle in die Lücke 2 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. In die letzte Lücke häkle ich wieder 3 Stäbchen. Genauso wie in der ersten Reihe. Wende wieder, häkle 3 Luftmaschen und beginne sofort wieder mit den 2 Stäbchen
in die Lücke hinein und häkle wieder in jede Lücke 2 Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis dann! Willkommen zurück. Ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen. Hier kommt wieder die Reihe, wo am Ende nur ein Stäbchen in die Lücke hineinkommt. Wir wenden unsere Arbeit wieder, häkeln wieder 3 Luftmaschen und häkeln wieder 2 Stäbchen in die Lücke hinein und wieder in jede Lücke 2 Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis dann! Willkommen zurück. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Reihen gehäkelt. Es ist wieder die Reihe mit den 3 Stäbchen am Ende. Und ihr macht jetzt noch, also ich mache noch 4 weitere Reihen, bis ich ungefähr 10 cm habe. Also insgesamt 9 Reihen. 1, 2, 3, 4, 5 und noch 4 dazu. Und es sollte auf jeden Fall eine ungerade Zahl an Reihen sein. Und die Gesamtlänge des Poncho sollte ungefähr 60 cm betragen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann! Willkommen zurück. Ich habe jetzt 9 Reihen Bordüre gehäkelt. Das sind ungefähr 10 cm. Und jetzt behäkle ich die seitliche Kante des Poncho. Ich habe jetzt schon eine Luftmasche gehäkelt und häkle jetzt in um dieses Stäbchen herum 2 halbe Stäbchen, also ein Umschlag, Faden durchholen und alle gemeinsam abmaschen. In diese Lücke ebenfalls 2 halbe Stäbchen. Dann kommt wieder ein Stäbchen, auch hier 2 halbe Stäbchen. Also in jede Lücke, die da kommt, 2 halbe Stäbchen. Jetzt kommen wir wo wir den Poncho begonnen haben. Diesen Faden könnt ihr mit einhäkeln. Und jetzt häkle ich zwischen jedes Stäbchen hinein ein halbes Stäbchen. Also immer zwischen die Stäbchen hinein ein halbes Stäbchen. Und das macht ihr jetzt, bis ihr an der oberen Ecke angekommen seid. Und da sehen wir uns wieder. Bis dann! Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich bin beinahe an der Ecke angekommen. In das letzte häkle ich jetzt mehr halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4, sodass sich hier nichts wellen bzw. zusammenziehen kann. Und dann häkle ich wieder in jedes Stäbchen, das da kommt, 2 halbe Stäbchen. Immer 2 in jede Lücke
Und das macht ihr bis zur anderen Ecke. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin jetzt an der anderen Ecke angekommen. Häkle auch hier in dieses Stäbchen wieder 4 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und häkle auf jedes Stäbchen, das da kommt, ein halbes Stäbchen. Und wir sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin jetzt noch nicht ganz bei der Ecke, aber bei der Bordüre angekommen. Und da machen wir das genau gleich wie auf der anderen Seite. In jede Lücke häkeln wir 2 halbe Stäbchen. Und wir sind ja jetzt gleich rundherum. In das allerletzte häkle ich ebenfalls noch 2 halbe Stäbchen, häkle eine Luftmasche, verbinde hier mit dem ersten Stäbchen mit einer Kettmasche, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Der muss natürlich dann vernäht werden. Und ich zeige euch im nächsten Schritt, wie der Poncho fertiggestellt wird. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also meinen Poncho fertig umhäkelt und habe ihn zusammengeklappt. Und zwar so, dass die linke Seite außen ist. Und ich habe jetzt, wir müssen jetzt ein Stück zuhäkeln. Hier lassen wir ungefähr 30 cm für den Halsausschnitt offen, dieses Stück. Hier lassen wir ungefähr 20 cm offen und dieses Stück, wo jetzt hier die Klammern sind, häkeln wir zusammen. Wo die linke Seite ist, seht ihr gut an dieser Umrandung hier, wo ihr die halben Stäbchen gehäkelt habt. Ich habe also die linke Seite jetzt außen. Und zum Zusammenhäkeln machen wir das folgendermaßen. Wir stechen durch beide Teile durch. Holen uns den Faden durch, machen einen Knoten, stechen mit der Nadel noch einmal durch dieselbe Öffnung durch beide Teile durch, holen uns den Faden durch und häkeln eine Luftmasche. Den Faden können wir gleich mit einhäkeln und stechen jetzt immer durch beide Maschenglieder durch, von vorn, also durch beide Teile immer durch, Faden durchholen und eine feste Masche häkeln. Durch beide Teile durchstechen, Faden durchholen, eine feste Masche häkeln. Sieht dann so aus. Und die Klammern geben wir
immer weg, sobald sie uns im Weg sind. Und ich arbeite jetzt bis zur letzten Klammer und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt dieses Stück zugehäkelt. Hier bleiben 30 cm offen und hier 20, so wie wir es gesagt haben. Ich häkle jetzt noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und ich werde jetzt diesen Faden vernähen und den Poncho dann umdrehen, also die rechte Seite nach außen drehen. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt den Faden vernäht und den Poncho umgedreht, sodass die rechte Seite außen ist. Auf der rechten Seite sieht das dann so aus. Und auf diese Naht drauf nähe ich jetzt noch 4 Knöpfe. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist unser Poncho fertig. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die Knöpfe angenäht und was ich jetzt noch machen werde, ist, ich werde den Poncho bei 30 Grad mit einem Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel in der Maschine waschen und liegend trocknen lassen, also in Form ziehen und liegend trocknen lassen, sodass alle Wellen verschwinden. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln und vor allem beim Tragen dieses Poncho. Eure Karin aus dem Ländle.